Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich mich der Bremse an der Vorderachse widmen. Als ich die Antriebswellen getauscht habe, war mir ja aufgefallen, dass die nicht mehr ganz so frisch aussieht und deswegen habe ich mir da entsprechend Ersatz besorgt. Ich hoffe, dass hier die Teile alle passen. Ich habe diesmal wieder direkt bei Audi bestellt, das heißt im Idealfall oder die Chancen stehen ganz gut, dass es passt. Klar, bei den Dämpfern für die Heckklappe hat es nicht gepasst. Aber da habe ich mittlerweile auch die richtigen Teile gefunden. Da mache ich irgendwann nochmal so ein allgemeines Video, wo ich das mit erwähne. Dann zeige ich euch oder beziehungsweise verlinke ich auch, welche Heckklappendämpfer ich da gefunden habe. Aber das nur am Rande. Heute geht es, wie gesagt, um die Vorderachse und hier kommt jetzt auch zum ersten Mal meine mobile Hebebühne zum Einsatz. Das heißt, ich werde die jetzt positionieren und dann heben wir den Audi einmal hoch. So, ich habe das jetzt alles ausgerichtet und ihn schon mal ein Stückchen hochgefahren. Was ich jetzt mache, ich löse das Rad auf der Beifahrerseite, denn da fangen wir heute an. So, jetzt ist das Rad angelöst und jetzt fahre ich das Auto weiter hoch. So, wie ihr sehen könnt, das ist die alte Bremsscheibe mit den alten Belägen. Was ich jetzt mache, ist die Bremsscheibe einmal wechseln. Dafür habe ich, wie gesagt, bei Audi ein Originalteil bestellt. Zudem habe ich hier bestellt solche großen Schrauben. Das sind scheinbar die Schrauben, die den Bremssattel am Radträger halten und die soll man auch erneuern. Plus noch so kleine Schrauben, die sind hier hinten drin, die dann nachher die Bremsscheibe am Radträger sichern. Diese kleine Schraube fehlt ja auf der Fahrerseite, hier ist sie vorhanden. Deswegen hatte ich auf der Fahrerseite auch so ein bisschen Probleme, die Antriebswelle festzuziehen, hier mit der Mittelschraube. Aber das ist ja in dem anderen Video bereits erwähnt worden. Ja, jetzt fange ich an, das Ding auseinanderzubauen. Ich mache das jetzt, ich lasse einfach die Kamera mitlaufen, so gut wie es geht und mache ein bisschen Musik drunter. Wenn es irgendwas Spannendes gibt oder irgendwas überhaupt nicht funktioniert, gebe ich euch Bescheid. Drehmomente habe ich rausgesucht. Diese Schrauben hier, diese großen Schrauben, die den Bremssattel sichern, bekommen 190 Newtonmeter. Die andere kleine Schraube wird einfach nur handfest gemacht. Ansonsten sollte es hier eigentlich nichts zum Abschrauben geben. Sehen wir dann aber gleich im Video. Insofern, ja, ich lege jetzt los und lasse die Kamera mitlaufen. So, ich habe jetzt einmal geschaut, bevor es jetzt wirklich losgeht. Hier hinten auf der Rückseite, ich zeige euch das gleich mal mit der GoPro, sind diese zwei großen Schrauben, die den Bremssattel am Radträger halten. Die werden hier mit diesen dicken Schrauben festgezogen. Die muss ich lösen und dann hat es hier oben noch so einen Sensor. Das ist wahrscheinlich irgendwas ABS-mäßiges oder so, ich weiß es nicht genau. Der ist ein bisschen kurz, also vom Kabel her. Bedeutet, wenn ich den Bremssattel jetzt gleich löse, muss ich den einmal aushängen oder ausstecken, damit da keine Spannung drauf ist. Und dann werde ich den Bremssattel, ich habe hier so eine kleine Box, die werde ich dann hier hinstellen und da werde ich den Bremssattel drauf positionieren. So, was ich jetzt mache, ich hänge hier hinten diesen Sensor aus und entklipse den. Der hat hier so eine Verriegelung. So, das ist passiert.
Ihr seht das jetzt, seht ihr das hier hinten? Moment. So, jetzt kann man das erkennen. Hier ist dieser Sensor, den ich eben ausgesteckt habe. Da ist, wie gesagt, das Kabel jetzt nicht so lang und wenn ich den Bremssattel abmache, nicht, dass da Zug entsteht und der irgendwie abfetzt. Deswegen, der ist schon mal gelöst. Den hänge ich mir mal hier irgendwo hin. Sofern er denn möchte, möchte er nicht. Dann klebe ich gleich mal ein bisschen Klebeband da fest, damit er mir nicht immer hier im Weg rumliegt. Und dann geht es daran, hier hinten die Schrauben zu lösen. So, also wie habe ich es jetzt hinbekommen, die Schrauben da hinten zu lösen? Gar nicht mal so einfach. Ich habe zum einen die Bühne noch ein Stückchen höher gefahren, habe mir dann einen alten Drehmomentschlüssel genommen, weil der halt jetzt bei mir genau die richtige Länge hatte. Der ist jetzt nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz, um da genug Kraft aufwenden zu können. Eine Verlängerung und eine 21er Nuss. Und dann habe ich mich unter das Auto gelegt und das Ganze gelöst. Ich zeige euch das einmal. Die sind wirklich, diese 190 Newton, die sind halt echt fest. Und hier unten hat man auch nicht mega viel Platz und auch nicht mega viel Möglichkeit, Kraft aufzuwenden. So, hier drunter gelegt, unter das Auto und dann eben mit einer Hand das Ganze so ein bisschen gerade gehalten, damit das nicht verrutscht. Und mit der anderen Hand wie so ein Ochse gedrückt, um die Schraube zu lösen. Und das gleiche auch oben, auch von hier unten. Auf die 21er Nuss setzen, beziehungsweise die 21er Nuss auf die Schraube setzen. Das mit einer Hand hier oben wieder so gerade halten. Und dann, ihr hört das schon, das ist noch ordentlich fest, eben lösen. Jetzt, wo es gelöst ist, mache ich oben weiter. So, jetzt haben wir auch schon die erste Schraube raus. Die können wir dann gleich zur Seite legen. Und jetzt löse ich noch die obere Schraube und setze das Ganze dann hier auf die Box. Ich hoffe mal, die ist hoch genug. Nicht, dass da jetzt irgendwas abknickt, aber das sind flexible Schläuche bis da unten. Sollte es theoretisch reichen, sehen wir gleich. Anstelle eines Wagenhebers nehme ich jetzt hier diese kleine Flexbox. So, die ist auch raus. Das ist interessant, das ist tatsächlich nur ein Zweikolbensattel. Das heißt, hier drüben haben wir eine gerade Fläche und es drücken nur zwei Sattel, also nur zwei Kolben von der Seite. Faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Ganz schön wenig, finde ich jetzt für so ein Fahrzeug. Aber gut.
So, also mit der Hand kriege ich das nicht zurückgestellt. Was ich jetzt mache, ich nehme mir hier ein Werkzeug zur Hilfe. Und zwar hier so ein Rücksteller. Den kann man so einstellen, dass der sich spreizt. Und dann sollte es mir möglich sein, ich muss jetzt mal auf die richtige Größe bekommen. Vielleicht muss ich auch den anderen Bremssattel noch zur Hilfe nehmen. Also so ein Werkzeug ist dann da an der Stelle wirklich Gold wert. Damit funktioniert das super. Dann muss man sich da nicht so abmühen. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung. So, jetzt können die alten Beläge wieder raus. Auch den Sensor wieder abklemmen. Den hatte ich kurzzeitig wieder hingeklemmt. Dann kann ich euch das aber bei der Gelegenheit auch zeigen. Hier oben so rein und den dann so ausklipsen. So, jetzt wie gesagt Beläge wieder raus. Dann werde ich hier oben diese Laufflächen noch ein bisschen reinigen. Dann mache ich da ein bisschen Fett ran und dann geht es an die Bremsscheibe. So, was ich eben meinte, ist hier diese Führung von diesem Sensorkabel. Das ist hier nochmal eingeklipst. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe das hier oben verriegelt. Wie gesagt, das kann man ja einfach, also einfach ist relativ, jetzt ist es verriegelt. Man kann das hier entriegeln, also das heißt, man dreht das hier nach vorne, dass diese Nase da unten rausgeht. Ich habe es jetzt schon verriegelt, das heißt, es ist in der richtigen Position. Dann kommt hier wieder der Verschleißsensor dran. So, und dann muss man hier, das hatte ich auch ausgehangen, das Kabel einfach wieder hier reindrücken, damit das wieder in der Führung ist. So ist das jetzt alles wieder fest. Verschleißsensor sitzt, die Führung ist gegeben von dem Kabel. Das hängt hier hinten halt so ein bisschen im Weg rum, aber wie gesagt, ist ja hier oben gesichert, kann also sonst nirgends hin. Und jetzt geht es darum, die Schrauben festzuziehen. Dafür nehme ich mir wieder meine 21er Nuss und einen Schlüssel. Ich schaue mal, ob das jetzt mit der Kamera geht.
zu früh eingehängt. War ja klar. Okay, Kommando zurück, noch nicht einhängen. So, wieder aushängen, dann haben wir ein bisschen Platz. So, wie ihr sehen konntet, ich habe es ja auch in der Videobeschreibung dann, beziehungsweise im Video zwischendurch mal eingeblendet. Die GH5 hat gestern leider aus irgendwelchen Gründen Videodateien gefressen, so circa ab der Hälfte. Sie hat zwar weiter fröhlich aufgenommen, ich konnte die Videodateien auch auf den Computer übertragen, aber die Dateien selbst waren dann korrupt. Ich hatte einen perfekten Ton, aber irgendwie nur 3 oder 4 Bilder pro Videodatei, so Standbilder. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe jetzt heute das Problem auch nochmal nachvollziehen können. Das heißt, wenn ich eine Aufnahme mache, Ton klappt, aber die Bilder, wie gesagt, da ja, sind halt irgendwie nur 3, 4 Standbilder und spulen kann man auch nicht im Video. Ich habe jetzt so gemacht, das Aufnahmeformat auf Movie geändert, also auf MOV-Datei. Da scheint es jetzt wieder zu gehen. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ich liebe Technik, ich hasse sie. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, will euch jetzt hier gar nicht mit meinen Technikproblemen nerven. Jetzt, weil ja, wie gesagt, gestern die Aufnahmen dann teilweise kaputt waren und ich nur noch die von der GoPro hatte, fehlt mir jetzt hier ein Abschluss fürs Video. Deswegen zeige ich euch jetzt hier eben, wie ihr sehen könnt, einmal die Fahrer- als auch Beifahrerseite. Ich habe, wie gesagt, beide Bremsscheiben und die Belege getauscht. Ihr habt ja gesehen, das Wichtigste war das mit dem Drehmomentschlüssel, dass man da eben genug Platz hat, um da Kraft auszuüben, um diese 190 Newtonmeter festzuziehen. Ansonsten war es relativ einfach vom Wechsel, also auch schnell gemacht. Mit so einer Hebebühne geht das auch echt fix, also das ist viel komfortabler als früher mit meinem Wagenheber. Bezüglich der ganzen ja, Tools, die ich eingesetzt habe oder Werkzeuge, packe ich euch alles, was für mich aus meiner Erfahrung nützlich ist und auch wirklich gut funktioniert, packe ich in die Videobeschreibung. Den Rest lasse ich weg. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video auch wiedersehen. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.